Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so einfachste Strandtasche häkelt. Die ist wirklich leicht zu häkeln, die besteht aus zwei Vierecken. Abmessungen für ein Viereck sind 85 cm in die Länge und 24 cm in die Breite. Und kann man auch verschiedene Griffe anbringen, zum Beispiel ich habe auch gehäkelte Griffe, das zeige ich auch im Video. Abmessungen für diese Tasche sind unten Boden 25 cm, oben, also diese Stelle ist 54 cm, die Höhe von der Tasche ohne Griffe 41 cm, diese Stelle ist 27 cm und diese Stelle ist 47 cm. Also orientieren Sie sich nach diesem Maß und können Sie auch selbst entscheiden, ob Tasche kleinere soll sein oder auch größere. Dann häkeln Sie am Anfang mehr Reihen und in die Höhe auch dann mehr Reihen. Materialien, die ich dafür benutzt habe: 4 Knäuel von Cotton Cord, 2 sind in Wollweiß, 2 in Hellbeige. In eine Knäuel 200 Gramm, 150 Meter. Häkelnadel Nummer 5, Wollnadel zum Nähen, Maschenmarkierer, die Schere und passende Griffe. Die Griffe kann man klar auch selbst häkeln. Als erstes brauchen wir eine Luftmaschenkette mit 25 Luftmaschen. Einen Knoten bilden und ab jetzt zählen Sie 25 Mal. Wir häkeln mit Stäbchen und zur Steigerung häkle ich noch 2 Luftmaschen dazu. Und wir fangen hier bei diesem einen Faden an. Schauen Sie, 1, 2, das sind Luftmaschen und in die dritte häkeln wir dann ein Stäbchen. Bis zu Ende, also noch 24 Stäbchen. Überprüfen Sie bitte, es soll 25 Stäbchen sein und diese 2 Luftmaschen zähle ich nicht. Am Ende von jeder Reihe 2 Luftmaschen umdrehen. Und wir häkeln es Reihe zu Reihe 25 Stäbchen und fängt man immer bei dieser ersten an. Und die Luftmaschen am Anfang zählt man nicht. Also diesen praktisch zusammen 1. Dann bis zu Ende. Bis hier ist die dann letzte. Am Ende von jeder Reihe 2 Luftmaschen umdrehen und häkelt man wieder 25 Stäbchen. Und man häkelt es so viel in die Höhe, welche Höhe man braucht. Ich habe insgesamt 54 Reihen gehäkelt und jetzt werden wir dieses ganze Stück mit Festmaschen umhäkeln. Und zwar bei der kürzesten Seite in jeder Masche, also in jeder Stäbchen ist eine Festmasche zu häkeln und hier bei dieser längeren Seite häkeln wir bei jeder Reihe 2 feste Maschen rein. Erstmal eine Luftmasche zur Steigerung für diese Seite. Finden Sie irgendwelche 2 Faden, immer dasselbe, also mit gleichem Abstand, und häkeln Sie bei jeder Reihe 2 feste Maschen rein. Und ein Faden oder 2 Faden ist egal, Hauptsache es wird regelmäßig aussehen.
Und so häkeln Sie bis zu Ende von dieser Seite. Hier am Ende 2 Maschen und drehen wir rum. Eine Luftmasche für die Ecke. Und jetzt auf die Seite. Hier sind 25 feste Maschen. Unter 2 Faden hier. Am Ende eine Luftmasche. Jetzt gehen wir auf diese Seite. Legen Sie dieses Endstück hier entlang, es wird mitgehäkelt. Und schauen Sie wieder dasselbe. In jeder Reihe 2 feste Maschen. Immer in die gleiche Schema häkeln, also regelmäßiger Abstand unter die gleiche Faden wie auf der anderen Seite auch war. Und so häkelt er diese ganze Seite zu Ende. Hier am Ende auch 2 feste Maschen, dann eine Luftmasche und drehen Sie rum zu der letzten. Und hier sind wieder 25 feste Maschen bis zu Anfang. Am Ende schneiden Sie Faden ab, letzte Masche. Wir verbinden unter die 2 Faden von dieser ersten feste Maschen über diese Luftmasche. Faden durchziehen und zurück wieder bringen auf die Stelle, wo es rauskommt. So ist abgeschlossen. Verstecken Sie diese Ende hier und vernähen Sie auch. Als nächstes häkeln wir andere Teil und dafür brauchen wir eine Luftmaschenkette mit 25 Luftmaschen. Einen Knoten bilden, 25 Maschen zählen. Häkeln Sie bitte ein bisschen lockerer als der andere Teil, weil dieses Netzmuster zieht sich ein bisschen zusammen. Und wie vorher, erstmal zur Steigerung häkeln wir 2 Luftmaschen und dann in diese Stellen hinten unter einen Faden 1, 2 in die dritte häkeln wir Stäbchen. Ich zähle diese 2 Luftmaschen nicht. Also hier ist jetzt ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche. Eine unten wird übersprungen, dann in die nächste ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine unten überspringen, hier ist ein Stäbchen. Bis zu Ende von dieser Reihe. Und letzte wird ein Stäbchen sein. Am Ende 2 Luftmaschen zur Steigerung umdrehen. Und jetzt wird es ganz einfach. Wo Stäbchen ist, häkelt man ein Stäbchen. Wo Luftmasche, dann häkelt man eine Luftmasche. Am Anfang immer diese 2 Maschen hoch zu steigern und direkt hier bei der ersten Stäbchen ein Stäbchen häkeln, dann eine Luftmasche und weiter nach dem Muster. Hier am Ende schauen Sie immer Luftmasche und dann hier in die zweite Luftmasche von der vorherigen Reihe ein Stäbchen häkeln. So sieht dann das aus. Wieder 2 Luftmaschen umdrehen und so weiter. Es wird nichts anderes passieren. Reihe zu Reihe häkelt man dasselbe. Und insgesamt häkeln Sie 54 Reihen in die Höhe. 54 Reihen sind fertig. Das sieht so aus. Man kann es auch ein bisschen auseinanderziehen, bügeln, in richtige Form bringen. Aber dieses Muster wird sowieso ein bisschen sich hier zusammenziehen. Das ist normal. Als nächstes häkeln wir dieses Stück um, und zwar an die kürzesten Seiten hier einfach mit festen Maschen, also unter diese
also in diese Öffnung und unter diese zwei Faden. In Öffnung unter diese zwei Faden. Und an die längsten Seiten häkeln wir dasselbe nur mit Halbstäbchen. Also fangen wir hier an. Wir häkeln einfach in Öffnung hier und wo doppelt ist, also diese Luftmaschen, dann häkeln wir unter diese Luftmaschen nur. Hier ist in die Öffnung, hier ist unter diese Luftmaschen. Also erstmal eine Luftmasche zur Steigerung, weil die Seite kommt nur feste Maschen und die Seite ist halbes Stäbchen. Zum Ausgleichen häkeln wir nur eine Luftmasche hier. In Öffnung und alles auf einmal und dann noch einmal in die gleiche Öffnung. Dann kommt man schon hier unter diese Luftmaschen zweimal. Häkeln Sie auch locker, nicht dass da alles zusammen sich zieht. Und so weiter. Häkeln Sie diese Seite zu Ende. Dann zeige ich mal Übergang zur kürzesten Seite. Am Ende ist doppelte hier Stäbchen, also wir häkeln unter diese zwei Luftmaschen. So sieht dann das aus. Jetzt gehen wir auf die Seite und zwar hier als erste eine Luftmasche für die Ecke und wir häkeln direkt unter das erste Stäbchen und diese zwei Faden eine feste Masche. Dann geht es in die Öffnung, eine feste Masche, dann wieder unter diese zwei Faden. Also es soll hier auch 25 feste Maschen sein. Am Ende eine feste Masche hier bei der letzten Stäbchen, unter diese zwei Faden. Endstück habe ich schon hier runtergezogen, muss man auch vernähen. Jetzt gehen wir auf die Seite weiter. Eine Luftmasche für die Ecke, drehen wir rum. Und wie vorher in Öffnung direkt zwei halbe Stäbchen und wo doppelte ist hier nur unter diese zwei Faden. Da ist Endstück. So sieht dann aus. Wir häkeln bis zu Ende. Hier ist genau dasselbe. Hier sind zwei halbe Stäbchen, dann hier unter diese zwei Faden, also spüren Sie zurück und das ist genau dasselbe. Hier sind zwei, eine Luftmasche, dreht man rum und hier fängt man mit fester Masche an. In die Öffnung, dann unter die zwei Faden und kommen Sie wieder am Anfang. Ganz am Ende vergessen Sie nicht, diese letzte Stäbchen auch als feste Masche zu häkeln, unter die zwei Faden. Jetzt verbinden wir diese Ecke, schneiden Sie Garn ab. Hier ist Luftmasche und hier ist der erste halbe Stäbchen. Unter diese zwei Faden bei halber Stäbchen verbinden wir auch. Ziehen Sie diese Ende hier durch und wieder zurück auf der Stelle, wo es rauskommt. Hier unter diese zwei Faden abgeschlossen. Diese Ende runterziehen, verstecken und auch vernähen. Bevor wir diese zwei Teile verbinden, bügeln Sie bitte mit Dampf, ziehen Sie ein bisschen auseinander, falls es nötig ist, und dass die zwei Teilchen auf die gleiche Größe werden dann. Und wir brauchen Maschenmarkierer und eine Wollnadel.
legen die zwei Teile genauso wie auf dem Bilder gerade gezeigt war. So, Tasche dann sieht von beiden Seiten gleich aus. Hier ist weiße, verläuft unter drunter und kommt auf die Seite raus. Auf die Seite sieht es genau dasselbe aus. Wir brauchen Maschenmarkierer und zuerst markieren wir diese Luftmaschen oben in diese Ecken. Also schauen Sie immer, hier ist das letzte halbe Stäbchen, dann die nächste ist Luftmasche und dann ist schon feste Masche. Und diese Luftmasche markieren Sie. Genau wie auf die Seite suchen Sie Masche, Luftmasche und dann ist das halbe Stäbchen da. Also diese Stellen, diese Luftmaschen zählen wir nicht. Nächste Etappe zählen Sie von dieser Ecke, also von der nächsten Masche, ab hier anfangen zu zählen, bis unten Masche Nummer 48 markieren Sie. Genau wie auf der Gegenüberseite, von hier anfangen, 48 markieren Sie. Also diese Stelle wird hier verbunden sein. Das ist die letzte Masche, also von dieser Seite. Dann ist das auf die Seite genau dasselbe. Nach der markierten Stelle anfangen zu zählen. Masche Nummer 48 markieren, hier abzählen, markieren. Also ich habe die zusammen schon markiert. So, dann hier von Innenseite. Ab nächste Masche zählen, 20 Stück, Masche 21 markieren. So wie die letzten 3 Seiten. Hier, da und da. Also Masche 21 wird dann hier erste Masche für Nähen sein. Also hier. So, dann als nächstes nehme ich einfach Wollnadel und werde erstmal Außenseite verbinden. Man kann es einfach über den Rand nähen oder in Zickzack hin und dann zurück. Also es ist egal, wie es Ihnen lieber. Ich werde es einfach über den Rand nähen. Und wie gesagt, Masche Nummer 48, das ist die erste Masche jetzt bei mir. Ich stecke da rein. Und einen Knoten bilden. Besser mal 2 sogar, damit das wirklich fest sitzt. Maschenmarkierer mache ich weg. Und von hier fange ich an zu nähen, diese Außenseiten. Also ich gehe erstmal die weiße Seite und dann gegenüber zu die Seite. Masche in Masche näht man diese Seite zusammen. Und auf die gleiche Weise auch die andere Seite erst. Also nähen Sie diese Außenseite erstmal zusammen. Wenn Außenseite fertig verbunden sind, jetzt nehme ich diese Innenseite zusammen. Also die Masche Nummer 21 von beiden Seiten markieren. Das ist die erste Masche, da fange ich an. Von unten nach oben. Und auch einen Knoten bilden. Noch besser 2 und diese Ende auch im Inneren verstecken und vernähen. So, nähen werde ich jetzt durch die beiden Teilen von unten nach oben jedes Mal. So einfach locker hinlegen. Man kann auch mit Stecknadel hier markieren, damit das wirklich auf einer Stelle bleibt. Oder legen Sie einfach so geradeaus auf dem Tisch.
dass der nicht verrutscht irgendwo, und einfach durch die beiden Teile das zusammennähen. Ich habe alle Seiten zusammengenäht, inklusive dieser Stellen. So sieht das innen aus. Die Tasche ist fertig. Man braucht nur jetzt die Griffe. Also kann man so fertige Griffe annähen oder so welche aus Kunstleder. Oder ich zeige noch eine Variante, die kann man selber häkeln. Dann sieht das so aus. Also dieser Griff ist 40 cm lang. Lassen Sie ungefähr 20 cm Garnende, eine Luftmasche, noch eine Luftmasche und dann in diese erste häkeln wir 3 Maschen in einer Stelle. 1, 2, 3. Eine Luftmasche zur Steigerung, drehen Sie rum und in diese Richtung wieder 3 Maschen. Eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Hier sind Zunahme bei der ersten und bei der letzten Masche. In die ersten 2 Stück, dann einzelne und in die letzten 2 Stück in einer Stelle. Eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. 5 Maschen. Weiter häkeln wir eine Luftmasche und verbinden wir in Kreis. Also wir häkeln immer in Kreis, ohne jede Reihe abzuschließen, und es wird immer 6 Maschen hier sein. Unter die 2 Faden einfach unter die 2 Faden feste Maschen im Kreis häkeln. Und am Anfang, bei Ende von Reihe Nummer 1, zählen Sie nach, es soll 6 Maschen sein. Hier ist in die Luftmasche, direkt kann man öffnen oder unter die 2 Faden, ist egal. Jetzt zählen Sie nach. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen, alles richtig. Und wie gesagt, es ist 40 cm hoch. Häkeln Sie einfach im Kreis. Ich habe insgesamt 40 cm jetzt hier. Arbeit habe ich beendet. Drehen Sie das auf diese Seite rum. Einfach gerade ausdrücken. Und auf dieser Seite habe ich die Arbeit beendet. So, jetzt häkeln wir dasselbe Teilchen hier. Und zwar mit 5 Maschen hin und hier rein. Wir machen auch markieren hier in die Mitte die Masche Nummer 6, die häkeln wir nicht. Also insgesamt 5 Maschen jetzt hier häkeln. Eine Luftmasche zur Steigerung, umdrehen. Zurück unter die 2 Faden 5 Maschen. Masche Nummer 6 bleibt offen. Überprüfen Sie, ob das richtig hier auch an die gleiche Stelle liegt. Eine Luftmasche zur Steigerung, umdrehen und nochmal 5 feste Maschen. Eine Luftmasche zur Steigerung, umdrehen. Hier machen wir zweimal Abnahme. Erste 2 rein, in die zweite rein, alle 3 auf einmal abhäkeln, dann einzelne Maschen und letzte Abnahme. Die erste und die zweite und 3 auf einmal. Luftmasche zur Steigerung umdrehen.
Hier häkeln wir 3 einzelne. Und als letzte, drehen wir um, hier häkeln wir 3 zusammen jetzt. Also ich habe keine Luftmasche gemacht mehr. Hier rein und in die dritte rein. Alles auf einmal. So, und eine Masche. Fertig. Und zuletzt nähen wir diese Griffe an. Also können Sie selber variieren, wie soll das aussehen, also in welche Richtung. Und mit Wollnadel, mit ein paar Stichen, einfach einen Kreis. Und auf die gleiche Weise nähen Sie andere Griff an. Und die Tasche ist fertig. Das ist der Rest von den 4 Knäueln. Kann man noch eine kleine Handytasche häkeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!